Und zwar kannst du uns etwas darüber erzählen, wie sich die berufliche Ausbildung Pflege vor dem Hintergrund deines Arbeitsumfeldes einordnen lässt. Sprich, wie viele Auszubildende sind hier vorhanden? Wie sieht so das soziale Eingliederungsverfahren und die soziale Bedeutung dieser Lehrlinge aus? Ja. Ja, also wir hier im Unternehmen, in unserem Pflegeheim, haben insgesamt 5 Azubis aus den verschiedensten Nationen, also aus Vietnam, aus Indonesien und die sich relativ schnell eingefügt haben und sich auch sehr wohlfühlen. Es ist ein gegenseitiges Nehmen und Geben, also wir bestärken sie praktisch in ihren sozialen Kompetenzen. Das heißt, die Sprachentwicklung, die wir ein Stück weit fördern, aber letztendlich lernen wir auch von denen wiederum und das ist eine ganz spannende Sache. Klingt doch sehr interessant und das würde mich jetzt zu meinem nächsten Punkt mal überleiten. Und zwar, wie hat sich denn diese generelle Erfolgsgeschichte des Arbeitgebermodells, des Arbeitgeberengagements aus dem Bridges-Projekt mit in die Berufsausbildung im Bereich Pflege eingeordnet? Sprich, kannst du uns etwas auch über eine Generalistik erzählen, die in dem Bereich vorliegt? Falls ja, wie sieht die aus? Also Generalistik, das ist ja jetzt relativ frisch. Früher war es so, dass tatsächlich Altenpfleger speziell oder nur für die Altenpflege ausgebildet ist, eine 3-jährige Ausbildung und die Mitarbeiter, die im Krankenhaus arbeiten, dann gibt es dann auch noch die Krankenpflege. Jetzt hat man das zusammengelegt, das heißt die neue Ausbildung nennt sich Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann. Die fangen in dem ersten Jahr gemeinsam an, machen dort gemeinsam auch Pflichteinsätze, also das ist über die Langzeitpflege, sprich Pflegeheim. Die gehen in Krankenhäuser, machen dort ihre Durchläufe, gehen in die Pädiatrie, sprich Kinderheilkunde, machen dann einen Orientierungseinsatz und am Ende gibt es einen sogenannten Vertiefungseinsatz, wo jeder für sich oder jede für sich dann entscheiden muss, in welche Richtung sie gehen möchte. Also ist es in die Richtung Klinik, ist es Richtung Pädiatrie oder ist es eben in die Altenpflege. Klingt auch sehr interessant. Und kannst du uns auch nochmal einen genaueren Einblick darin geben, wie jetzt die einzelne Zusammenarbeit zwischen Schule und Pflegeeinrichtungen vor dem Hintergrund des Bridges-Projekts aussieht? Also sprich, wie sind die einzelnen Institutionen miteinander verknüpft? Wie arbeiten sie zusammen? Genau. Also eingangs hatte ich da schon mal erwähnt, es ist eine recht intensive und gute Zusammenarbeit mit den Pflegefachschulen. Es gibt ein Curriculum, welches uns und natürlich auch bekannt ist. Wir haben Praxisanleiter, die das theoretisch erlernte Wissen der Azubis hier in die Praxis umsetzen, wo sich die Schüler ausprobieren können, also ausprobieren im Sinne von probieren, machen, dass sie die praktischen Fähigkeiten erwerben. Die Schule kommt auch regelmäßig zu uns, zu sogenannten Sichtstunden. Dort wird also praktisch überprüft, wie ist der Wissensstand, wie ist die Entwicklung des Schülers oder der Schülerin, so dass sich auch die Schule da hier vor Ort ein Bild macht. Und kannst du uns nochmal zum Abschluss des Interviews so ein Best-Practice-Beispiel erzählen, wie vom Prinzip die erfolgreiche Integration eines möglichen ausländischen Lehrlings hier gelungen ist? Wie sah die Integration aus? Was macht dieser Azubi jetzt gerade? Das gibt es tatsächlich bei uns, da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, dass wir hier also wirklich einen ausländischen Mitarbeiter gewinnen konnten, der also, ja, ich sage es mal, aus Afrika zu uns kam, hier erfolgreich seine Pflegehelferausbildung gemacht hat, wir die ganze Zeit ihm zur Seite standen als Praxiseinrichtung. Er, wie gesagt, das jetzt erfolgreich abgeschlossen hat und wir ihn übernommen haben. Das klingt sehr, sehr toll und ich wünsche dir natürlich weiterhin viel Erfolg als Pflegedienstleiter, als auch mit deinen ganz anderen Kolleginnen und Lehrlingen und dann bedanke ich mich für das Interview und ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Danke. Danke, gerne.